Möchten Sie wissen, mit welchen versteckten Psychotricks Supermärkte arbeiten und was Sie tun können, um nicht darauf hereinzufallen? Dann lassen Sie uns einmal gemeinsam hinter die Kulissen der Verkaufspsychologie schauen. Hier kommen die wichtigsten Psychotricks, die Sie unbedingt kennen sollten. Supermärkte sind ein Paradebeispiel dafür, wie psychologische Manipulation und Verführbarkeit funktionieren können. Und in Supermärkten wird gleich auf unterschiedlichsten Ebenen zum Angriff auf unseren freien Willen und unsere Brieftasche geblasen. Deshalb schauen wir uns heute einmal die wichtigsten Tricks an, damit Sie nie mehr ungewollt Geld ausgeben. Ich bin Dr. Frank Hagenow und als Psychologe und Business Coach unterstütze ich Unternehmen und Führungskräfte dabei, vertrauensvolle Beziehungen zu Kunden und Mitarbeitern aufzubauen. Welche Ziele haben Supermärkte und was tun sie dafür, um diese Ziele zu erreichen? Vordergründig geht es in Supermärkten darum, uns mit alledem zu versorgen, was wir zum Leben so brauchen. Betriebswirtschaftlich betrachtet ist es für die Betreiber von Supermärkten allerdings von Vorteil, einem Kunden möglichst viel zu verkaufen, also pro Kunde höhere Umsätze zu generieren. Und dafür muss man den Kunden allerdings dazu bewegen, dass er mehr einkauft, als er eigentlich vorhatte. Hauptziel ist deshalb, den Kunden möglichst lange im Laden zu halten. Denn je länger er sich im Supermarkt aufhält, desto größer die Chance, dass er dort auch mehr einkauft und mehr Geld ausgibt. Jetzt kommen die wichtigsten Tricks, mit denen Supermärkte dies versuchen. Und ich habe auch noch einen ganz persönlichen Bonustipp für Sie, der mich selbst schon oft vor unnötigen Ausgaben bewahrt hat. Oftmals bekommen Sie in Supermärkten am Anfang schon gleich mal Musik auf die Ohren. Damit sollen Sie in eine möglichst beschwingte Stimmung versetzt werden. Sie sollen sich wohlfühlen, damit Sie einerseits nicht so schnell wieder weg wollen und zum anderen, weil wir in guter Stimmung eben uns leichter tun, Kaufentscheidungen zu treffen und Geld auszugeben. In vielen Supermärkten sind auch die Einkaufswagen völlig überdimensioniert. Und damit wird Ihnen auch ganz schnell mal suggeriert, dass Sie noch kaum etwas eingekauft haben. Und da, wo noch viel Platz ist, da fällt es eben auch viel leichter, noch etwas hineinzulegen. Ja, bitte? Entschuldigen Sie die Störung, Herr Dr. Hagenow. Aber Sie hatten mich gebeten, Ihre Zuschauer darauf hinzuweisen, dass es ja auch noch ein Video über die Psychotricks in Spielcasinos gibt, das man sich hier anschauen kann. Das ist aber sehr freundlich von Ihnen. Herzlichen Dank dafür. Sehr gerne. Viel Spaß damit. Der kommt mir irgendwie bekannt vor. Aber zurück zu den Psychotricks in Supermärkten. Was wäre ein Supermarkt ohne Angebote, Sonderangebote? Hier ist es ganz wichtig, sich zu überlegen, ob es tatsächlich sinnvoll ist, auch größere Mengen abzunehmen. Zum Beispiel, weil Sie vermutlich keinen 10er-Pack Duschvorhänge oder ähnliches brauchen und bis zum Verbrauch des letzten Käseensembles ist das Haltbarkeitsdatum längst überschritten. Das zielt im Wesentlichen auf unser Jäger- und Sammlergen ab. Und besonders gefährdet sind sie, wenn sie zu den Schnäppchenjägern und Flohmarktfreunden gehören. Denn dann sind sie besonders anfällig für alles, was ihnen als vermeintliche Jahrhundertgelegenheit unter die Augen und Finger kommt. Manchmal werden sogar die Bodenfliesen in Supermärkten ganz bewusst so gewählt, dass sie einen glatten oder sogar nassen Eindruck vermitteln. Warum? Ja, weil man sich über einen vermeintlich glatten oder nassen Boden eben viel vorsichtiger und damit langsamer bewegt. Und damit hält man sich länger im Supermarkt auf. Manchmal werden sie auch in so einem ausgeklügelten Einbahnstraßensystem, so ein bisschen wie in schwedischen Möbelhäusern, durch den ganzen Laden geführt, damit sie erst einmal, bevor sie zur Kasse kommen, noch an vielen, vielen Produkten vorbeigeführt werden und ihnen Gelegenheit geben wird, diese in ihren Wagen zu packen.
Wenn Sie mehr über Psychotricks wissen möchten, empfehle ich Ihnen auch mein Buch Führen ohne Psychotricks. Außerdem können Sie gern meinen YouTube-Channel abonnieren, auf dem ich laufend viele Tipps und Infos zu diesem Thema veröffentliche. Damit es leichter fällt, die teureren Produkte zu verkaufen, stehen diese in der Regel in den Regalen in Augenhöhe, in Griffhöhe, manchmal sogar etwas rechts positioniert, weil die meisten Menschen von uns Rechtshänder sind. Billigere Produkte sind dann meistens in den unteren Regalen links angeordnet. Dadurch befinden sie sich auch nicht im direkten Sichtfeld und es macht mehr Mühe, sie aus dem Regal zu nehmen. Und in der Kassenzone, da kommt es gleich zum großen Psychotrick-Finale. Hier versucht man Ihnen oder Ihren Kindern während der Wartezeit noch einmal ein paar zusätzliche Artikel unter die Nase zu reiben. Und ist Ihnen schon einmal das Missverhältnis zwischen den Ablageflächen vor und hinter der Kasse aufgefallen? Während man Ihnen vorher erst einmal den großen Laufbandteppich ausrollt, haben Sie hinter der Kasse meistens nur noch die Größe eines Gästehandtuchs, um Ihren Einkauf möglichst schnell wieder einzusacken. Denn an dieser Schnittstelle haben alle Psychotricks ihren Dienst schon getan und jetzt geht es nur noch darum, sie schnell um ihre Barschaft zu erleichtern und zügig zum nächsten Kunden überzugehen. Wenn Sie mögen, nehmen Sie sich gern einmal Zeit, um zu schauen, wie alle beim Einpacken Ihres Einkaufs in Hektik verfallen. Das ist ja auch nicht einfach, gelassen zu bleiben, wenn Ihnen die Dame oder der Herr an der Kasse im Artikelscanner staccato Ihren Einkauf auf der Fläche einer Postkarte auftürmt und Ihnen die anderen Artikel von der Laufbandeinflugschneise nachrücken. Sie haben praktisch keine Chance, Ihren Einkauf gleich hier schon mal formschön und kofferraumgerecht zu verpacken. Was hilft Ihnen das jetzt alles insgesamt? Also zum einen hilft es natürlich, um diese psychologischen Tricks und Mechanismen zu wissen, um sie bewusst wahrzunehmen. Das gibt Ihnen die Chance, sich bewusst dafür oder dagegen zu entscheiden. Und damit sind Sie nicht mehr so leicht manipulierbar. Einerseits kann es helfen, um diese psychologischen Mechanismen zu wissen, um nicht mehr ungewollt Geld als nötig auszugeben. Ups. Und zum anderen können wir aus den Bemühungen, die Supermärkte anstellen, etwas für unseren eigenen Businesserfolg lernen. Nämlich, dass es wichtig ist, sich genau auf die Bedürfnisse seiner Kundinnen und Kunden einzustellen und dafür entsprechende Lösungen bereitzuhalten. Und wenn es Ihnen gelingt, dabei auch noch das eine oder andere Zusatzangebot zu vermitteln, dann kann dies sogar helfen, Kunden zu Fans zu machen und dauerhaft an sich zu binden. Dabei darf man ruhig im Sinne einer Win-Win-Situation auch die Verkaufspsychologie für sich nutzen. Langfristig erfolgreich ist man ohnehin nur dann, wenn man für seine Kunden einen echten Nutzen bietet und nicht nur auf einen kurzfristigen Verkaufserfolg um jeden Preis setzt. Und ich habe Ihnen ja noch einen ganz persönlichen Bonustipp versprochen. Und zwar geht es jetzt nicht nur um das Einkaufen im Supermarkt, sondern um den Einkauf im Internet. Das können Sie nämlich gut übertragen. Wenn Sie es sich erst mit einem oder mehreren Gläsern Wein auf der Couch gemütlich gemacht haben und die Kaufentscheidung nur noch einen Klick entfernt ist, dann sind Sie auch eher bereit, einen spontanen Kauf zu tätigen, den Sie nüchtern und bei Licht betrachtet vielleicht so ohne weiteres nicht getätigt hätten. Dies ist für mich selbst auch ein wichtiger Tipp, denn ich verbringe einen Großteil meiner Zeit hier in Venedig, wo alles extra erst vom Festland hingeliefert werden muss. Und deshalb nutze ich oftmals die Möglichkeit, im Internet zu bestellen. Seitdem ich mir aber vorher genau überlege, was ich wirklich brauche und mir eine genaue Liste schreibe, gibt es bei mir keine sinnlosen Spontankäufe mehr, sondern ich kaufe tatsächlich nur noch das absolut Nötigste ein. Oh, kleinen Moment bitte. Buongiorno dottore, c'è un pacchetto per voi. Benissimo, sto aspettando. Allora,
Ha fatto un altro piccolo ordine su internet? Oh, solo l'essenziale. Sai come quando hai un gran bisogno di qualche piccole cose. Sì, lo so molto bene, soprattutto da lei. Ecco la bolla di consegna. Qui c'è scritto le mazze da golf, il costume di coniglio e la sedia da spiaggia saranno consegnati più tardi. Ecco a voi. Grazie mille. Allora, sicuramente rivederci presto. Ciao. Sì, alla prossima, dottore. Ah. So. Heizdecken. Partyhut. Das ist die Spucktütenkollektion. Wo ist der Tropenhelm?